Immer mehr Menschen wollen ihren Browser automatisieren und ich kann das so 10 von 10 verstehen. Das Web ist mittlerweile echt nervig geworden und viele hoffen da jetzt auf AI, die alles für mich macht. Aber das funktioniert halt einfach irgendwie noch nicht so gut und deswegen möchte ich euch heute viel lieber 2 Browser-Add-ons zeigen, die das zuverlässig und schon seit Jahren machen. Aber ich finde mittlerweile, und das zeige ich euch auch, ist das so viel zugänglicher geworden und auch so viel einfacher zu benutzen geworden. Und deswegen finde ich eigentlich der perfekte Startort, wenn ihr A, programmieren lernen wollt, B, schon ein bisschen programmieren wollt und euren Browser automatisieren wollt oder C, einfach ein bisschen experimentieren wollt. Also, wenn ihr irgendwas im Browser automatisieren wollt, that's the way. Ich will euch kurz ein Beispiel geben. Ich mache Folgendes schon relativ lange. Wenn ich eine Empfehlung für einen Film oder eine Serie brauche, dann extrahiere ich alle Informationen von IMDb. IMDb ist eine Webseite, da kann man Filme und Serien bewerten und die habe ich schon seit ich wirklich sehr, sehr jung war gepflegt ohne Ende. Und man kann sich alles als Excel-Datei runterladen und naja, ich in ChatGPT einfach reingeben und dann bekomme ich eine Empfehlung. Jetzt wollte ich dasselbe für Spiele machen. Für Spiele ist aber IMDb, Movie Database, ja, nicht so unbedingt das Richtige. Und deswegen bin ich zu Metacritic gegangen, das ja immer für Spiele verwendet wird. Ey, hat ein Metacritic-Rating von XY. Und siehe da, ich habe 279 Spiele bewertet auf Metacritic. Hat eine Weile gedauert, war nicht so lustig, aber ich kann sie nicht extrahieren. Ich müsste theoretisch jede Seite durchgehen und hier alles markieren, Steuerung A, und das dann in ChatGPT reinkopieren. Und das ist unangenehm nervig bei 28 Seiten. Es gibt keine Programmierschnittstelle, die öffentlich verfügbar ist. Es gibt keine Möglichkeit, das hier einfach herunterzuladen. Klar, ich könnte per DSGVO meine Daten anfordern, aber das dauert. Das dauert im Normalfall mehrere Tage oder Wochen und ich wäre jetzt eine Spieleempfehlung. Also, was habe ich gemacht? Naja, ich habe meinen Lieblingsaffen zu Rate gezogen. Und das sind die beiden Erweiterungen, die ich euch heute vorstellen möchte. Einmal Grease Monkey und einmal Tamper Monkey. Jetzt gibt es da einen signifikanten Unterschied. Die meisten würden theoretisch vermutlich Grease Monkey bevorzugen. Jetzt hat aber Grease Monkey den großen Nachteil, es ist nur für Firefox verfügbar. Tamper Monkey hingegen, also Grease Monkey, komplett Open Source und ja, quasi keine Datensammlung, gar nichts. Während Tamper Monkey hat den Ruf gehabt, dass es mal ein bisschen User-Daten sammelt und es ist seit der Version 2. Lass mich nochmal nachgucken, ich will euch nicht anlügen, seit Version 2.9 nicht mehr offen verfügbar. Danach ist es Proprietary License. Was bedeutet, jemand entwickelt den Source Code und hat den dann privat. Es gibt natürlich Forks und die sind dann wieder offen. Aber im Grunde genommen möchte man ja das Original haben. Und deswegen Tamper Monkey für die Leute, die halt einen anderen Browser benutzen, das Ganze mobil, also auf dem Android oder sowas machen wollen oder auf iPhone, funktioniert genauso. Ich überlasse das komplett euch die Wahl. Wie ihr hier aber sehen könnt, verwende ich Vivaldi für meine arbeitsbezogenen Dinge. Und ja, das ist auch ein Chrome-basiert, also ein Chromium eigentlich basierter Browser. Und deswegen muss ich hier auch auf die Chrome-Version zugreifen. Deswegen werde ich hier jetzt in dem Video mit Tamper Monkey arbeiten, nicht mit Grease Monkey. Ihr könnt das Ganze installieren über den Store. Das heißt, ihr klickt hier einfach auf den Store und dann seht ihr schon, das ist bei mir schon installiert. Klar, funktioniert auch wahnsinnig und 11 Millionen User sprechen, glaube ich, für sich. Das wird wahrscheinlich dem einen oder anderen auch ein Begriff sein schon. Und was ich jetzt machen kann, ist Folgendes. Ich habe die Möglichkeit, hier User-Skripte in meine Webseite zu injecten. Und das muss ich ganz kurz vielleicht erklären. Eine Webseite besteht aus HTML, das ist der Inhalt, den ihr seht. Sie besteht aus CSS, das ist das Design, was ihr seht. Und sie besteht aus JavaScript. Das ist die Funktionalität, die ihr verwenden könnt. Das heißt, wenn sie irgendwelche Informationen von hinten, vom Backend holen möchte oder. Und bei zum Beispiel Metacritic sieht das Ganze so aus. Wenn ich hier Metacritic aufrufe, das geht übrigens bei quasi jeder Webseite, übrigens auch bei Discord, wenn ihr es als App installiert habt, das ist ziemlich lustig, könnt ihr genauso machen, und jetzt hier F12 drücke, oder aber auch Rechtsklick und dann Entwicklerwerkzeuge und untersuchen, beziehungsweise Quelltext, untersuchen ist es, dann landet ihr hier in den DevTools. Die kennen wahrscheinlich die meisten von euch schon, aber ihr könnt jetzt hier tatsächlich
in der Konsole euren eigenen JavaScript-Code ausführen. Das ist gar kein Problem. Und ihr könnt die Elemente untersuchen, die man hier auf der Webseite sieht. Und man sieht auch zum Beispiel, wenn ich es jetzt ein bisschen breiter ziehe, dann kriege ich ein anderes Layout und so weiter und so fort. Und das ist ziemlich nützlich, denn ich kann hier jetzt sagen, eine Sekunde, ich kann hier sagen zum Beispiel, ey, ich würde gerne den Klick auf den Button hier unten, also auf den Nächste Seite-Button, automatisieren. Das mache ich, indem ich rechtsklick und Entwicklerwerkzeuge untersuchen klicke und dann lande ich hier unten. Ihr seht, wenn ich drüber hovere, dann verändert sich der Button. So, das sind die DevTools. Und wenn ich hier jetzt das eine anwähle, dann kann ich hier zum Beispiel mir anschauen, wie heißen die, was ist deren Klasse und so weiter und so fort. Und übrigens, ich kann sogar ganz andere Sachen machen. Ich kann sogar den Code editieren. Statt Demonologist kann ich hier reinschreiben, dann schreiben wir Morpheus. Morpheus, richtig krasse App. Und natürlich hat die dann ein anderes Rating, ist klar. Die hat dann nicht mehr ein Rating von 7, sondern von 10. Ja, das kann ich hier alles rein editieren. So, 10. Ja, eigentlich sogar ein Rating von 20, würde ich sagen. Muss sein. Apropos App, das meine ich übrigens ernst. Meine App hat es tatsächlich endlich in den Play Store geschafft. Das ist die App, die ich in ein paar Tagen mit ChatGPT entwickelt habe, die ich euch dann auch schon teilweise vorgestellt habe. Und ihr könnt sie jetzt tatsächlich runterladen. Wie gesagt, das Ganze ist ohne Tracking, ohne Werbung, ohne irgendwas. Und ist im Endeffekt ein RSS-Reader. Ne? Ihr habt die Möglichkeit, dann einfach durch die News zu swipen und im Endeffekt zu lesen, was da steht. Und ja, tatsächlich, Ton wird mittlerweile auch unterstützt. Und für die Leute, die bei mir auf Patreon sind, den verlinke ich euch natürlich auch unten. Dort könnt ihr euren eigenen RSS-Feed zusammenstellen. Hier könnt ihr euch zum Beispiel einstellen, dass ihr Cybersecurity super interessiert seid und alles, was eine 5 oder höher bekommen hat an Bewertung von mir, könnt ihr da einfach als News dann bekommen in eurem Feed. Und bei Artificial Intelligence könnt ihr zum Beispiel sagen, ich will nur die krassesten News, die 9er und die 10er haben, dass es nicht ganz so viel ist, weil das ist momentan wirklich eine große Kategorie. Und so könnt ihr euch euren eigenen Newsfeed sozusagen einbauen lassen, mit Quellen verlinkt und allem drum und dran, schön zusammengefasst, direkt auf einmal und natürlich in Deutsch, dürfte klar sein. Und ich denke, das ist jetzt mittlerweile ein sehr, sehr cooles Projekt, vor allem, weil ihr halt überhaupt keine Werbung oder sonst irgendwas in diesem Newsreader drin habt, beziehungsweise RSS-Reader drin habt. Wie gesagt, die hängen eigentlich nicht direkt zusammen. Ihr könnt den RSS-Feed von Patreon auch woanders verwenden, aber ich dachte, es bietet sich an, dass ich dazu eine App schreibe und ich freue mich richtig, dass die jetzt auch im Play Store ist. Gut, also zurück zum Thema. Ich habe euch hier den Quellcode verändert. Und wenn ich JavaScript in eine Webseite einfügen kann, dann kann ich den natürlich auch verändern. Ja? Dann kann ich hier alles, was auf der Webseite steht, theoretisch verändern. Und ich kann hier unten vielleicht auch Aktionen ausführen, wie zum Beispiel auf diesen Button zu klicken hier und einfach meine nächste Seite anzuzeigen. Cool. Also was mache ich damit? Nun, als erstes Mal muss ich hier ein neues User-Script anlegen. Das heißt, also ich habe mal meins deaktiviert, sonst seht ihr direkt, wie das Ergebnis aussieht. Ich habe hier einfach mal die Möglichkeit, ein neues User-Script zu erstellen. Dann lande ich bei dieser Seite und es ist im Endeffekt von der Extension selber wie ein, naja, Code-Editor, wenn ihr so wollt. Und hier rein könnt ihr jetzt alles mögliche an Code schreiben. Jetzt geht das hier ein bisschen zu weit, wenn ich euch komplett erkläre, wie die Syntax davon funktioniert und was da alles dabei ist. Schaut euch die JavaScript-Reihe an, dann habt ihr ein grobes Wissen, was da eigentlich passiert. Und wirklich, sagt einfach ChatGPT, am besten die O1-Modelle, die sind deutlich, deutlich besser. Sagt denen einfach, schreibt mir was. Ja, das funktioniert großartig. Klar müsst ihr nochmal drüber, klar müsst ihr nochmal debuggen und Informationen reingeben, aber das ist das Allerwichtigste. Und zu diesem Informationen reingeben, das will ich euch einmal ganz kurz zeigen. Denn wenn ihr bei ChatGPT Informationen reingebt, müsst ihr diese Informationen ja von der Seite holen. Was wir also machen ist, wir machen Rechtsklick, wieder Entwicklerwerkzeuge und untersuchen. Und wir gehen hier rüber und schauen uns an, okay, wo wollen wir denn irgendwas machen? In unserem Fall wollen wir hier diesen My Ratings und Reviews Bereich wissen, damit wir hier den Titel des Spiels und das Rating extrahieren können. Das heißt, wir hovern hier drüber und suchen uns im Grunde genommen das raus, was für uns relevant ist. Das ist die Profilseite. Das hier ist der gesamte Bereich. Das ist ein bisschen zu viel.
Ich mache mich jetzt hier mal kurz ein bisschen kleiner, weil wir brauchen beide Seiten. Das ist ein bisschen zu viel. Das hier wäre die linke Seite. Das hier allerdings wäre die rechte Seite. Und hier kann ich einfach mal draufklicken. Und dann kann ich hier das gesamte Element kopieren über Copy und Copy Element. Dann bekomme ich das alles als Text in meine Zwischenablage rein. Wenn ich euch das einfach mal im Editor zeigen darf, das sieht so aus und das ist relativ viel Code, den könnt ihr aber bei ChatGPT einfach mit reingeben. Das stört das Ding nicht und da könnt ihr dann einfach sagen, okay, ihr wollt das folgende, ihr wollt ein Tampermonkey User Script, das folgendes macht, die Titel und Ratings in dem Main Div lesen, also Main Div ist das Ding hier, das hier wollt ihr lesen. Und den Titel und natürlich eure Bewertung wollt ihr extrahieren. Das ist ja das, was wir brauchen. Also ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, aber das könnt ihr euch aussuchen. Anschließend machen wir das für alle Titel, die hier drauf sind. Das sollte ich vielleicht noch dazu schreiben. Und dann gehen wir zur nächsten Seite. Wir klicken. By clicking on the button. So, repeat until last page is reached. Also wir machen das so lange, bis wir zur letzten Seite kommen. Und wir geben danach alle Ratings in einer Alert-Box aus. Wir könnten die auch in die Konsole drucken. Das habe ich davor gemacht. Ich finde es ehrlich gesagt über die Alert-Box angenehmer, weil ich es dann direkt copy-pasten kann. Warum, seht ihr gleich. Und das ist eigentlich auch schon. Jetzt braucht aber ChatGPT natürlich noch die Webseite als Kontext. Die kann es nicht aus dem Stegreif kennen, den Code von der Webseite. Es ist, als würde ich euch fragen, was habt ihr das letzte Mal gemacht? Und deswegen Kontext. This is the main div. Also das ist der Main-Bereich. Den gebe ich hier einfach komplett ein. Und dann gehen wir aber auch noch hier weiter und sagen, wie man das Ganze erkennen kann. Ja? Das heißt, was ist der Klick auf den nächste Seite-Button? Naja, der hier. Okay, wir untersuchen diesen Button jetzt mal und da müssen wir ein bisschen genauer hingucken. Ich schiebe das hier mal ein bisschen rüber und wir untersuchen das jetzt einfach mal. Gehen hier runter. Und das ist nur eine SVG. So, und was euch jetzt interessiert, ist hier drüben auch noch die Event Listeners. Das kann bei euch sein, dass das unten drunter ist. Das ist je nach Layout ist es ein bisschen anders. Kann auch sein, dass ihr hier bei Styles oder bei Computed seid. Aber wir wollen uns die Event Listeners angucken. Event Listener von einer Seite sind im Grunde genommen das, was bestimmt, was gemacht wird, wenn ihr da draufklickt. So, und das sind diese Standard-Event-Listeners. Uns interessiert eigentlich eher Klick. Wir wollen ja irgendwas tun, wenn geklickt wird. So, und hier haben wir plötzlich 2 Event-Listener auf unserem SVG drauf. Ja, was genau passiert denn hier? Naja, wir haben hier diese beiden da drauf und einer davon ist wahrscheinlich dazu da, dass, wenn wir draufklicken, dass da irgendwas passiert. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass wir hier irgendwo draufklicken. Das SVG hat ja hier nicht mal irgendwelche Klassen oder Informationen, da ist gar nichts drauf. Und deswegen gehen wir hier mal auf den Span, da ist das auch dabei. Dann gehen wir hier auf diesen Span, also quasi mal ein Element höher. Und wir sehen, was genau wir markieren. Das SVG hier ist ein bisschen klein. Das SVG hier ist nicht viel größer. Die hier sind viel interessanter. Das ist schon wieder zu viel. Da markieren wir wieder die Seiten 1 bis 28 zu viel. Das hier hinten ist das, was wir haben wollen. Aber, wichtig, hier ist kein Event-Listener bei dem On-Click drauf. Also wenn ihr da draufklickt, passiert erstmal nichts. Das kommt erst hier dazu. Und deswegen geben wir den mal hier rein und sagen hier Copy Element und gehen dann zurück zu ChatGPT und sagen the button for next page is the following. So, und dann habt ihr hier den gesamten Bereich für den Button, der quasi auf die nächste Seite führt. Das ist euer Klick-Button im Grunde genommen. Und es ist weird, dass Metacritic das über einen Span gemacht hat. Das kann man über einen Button machen, über einen Aref, über alles Mögliche. Aber ein Span ist irgendwie, gut, kann man machen. Ich habe es häufiger allerdings über einen Div gesehen. So, und was wir auch noch brauchen, wann ist denn eigentlich letzte Seite erreicht? Naja, wir gehen einfach mal auf die letzte Seite. Und oh, siehe da, die letzte Seite definiert sich, indem wir hier auch wieder drauf gehen und auf Entwicklerwerkzeuge untersuchen gehen und hier dann einfach den Button auch mal kopieren. Und hier nehmen wir das da. So, also das Element hier hat sich ja verändert. Das ist ja jetzt das letzte, was da drin ist. Und hier nehmen wir uns auch einfach dieses Element und sagen Copy Element, gehen zurück zu ChatGPT und sagen this indicates that the last page is reached. So. Und ChatGPT hat es zumindest bei mir hinbekommen, das selber rauszufinden, dass wenn hier eben disabled steht, hier oben bei dem normalen Button stand immer, eine Sekunde, wo ist das?
Nee, das ist ein anderer gewesen. If we are not on the last page, it looks like this. So, jetzt gehen wir eine Seite weiter nach vorne oder auch wieder auf die erste Seite und kopieren uns da den Button. Und das sieht so aus. Wir gehen hier auch wieder auf Untersuchen und da sollten wir dann auch wieder hochgehen auf den Button, kopieren uns den und Copy Element und das ist der nicht letzte Seite-Button. So, und dann sieht man relativ schnell, aha, hier ist disabled und hier ist es enabled. Und bei mir, wie gesagt, hat das eigentlich nahtlos funktioniert, dass es mir das ausgespuckt hat, was ich da vorbereitet habe. Das ganze Skript könnt ihr euch auch einfach bei mir runterladen. Das stelle ich auf Patreon ohne Bezahlung, also das könnt ihr einfach so runterladen. Aber nur, dass ihr wisst, wie man da so vorgeht. Man muss nämlich die Webseite schon untersuchen, man muss definitiv noch ein bisschen debuggen, man muss gucken, was geht schief. Ihr könnt auch dazu sagen, dass es euch Console-Debug-Ausgaben produzieren soll. Und am Ende könnt ihr sogar auch noch dazu sagen, dass es euch einen Button machen soll. Also ihr speichert dann den gesamten Code in euer User-Skript ein. Und unter installierte User-Skripte seht ihr dann, welche User-Skripte ihr drin habt. Bei mir sind das jetzt gerade im Augenblick nur 2. Die anderen habe ich wieder rausgeworfen, weil ich sie gerade nicht brauche. Und wenn sie aktiviert sind, könnt ihr hier über Klick auf die Homepage einfach direkt dahin kommen, wo das auch sein soll. Die URL müsst ihr auch noch ChatGPT mitgeben, sonst weiß es das nicht. Genau, und dann seid ihr hier und könnt hier auf Collect Ratings klicken. Und in meinem Fall läuft das dann einfach durch Metacritic über die verschiedenen Seiten und speichert sich alles. Also so ungefähr. Und anschließend spuckt es mir das hier aus, was ich einfach direkt copy-pasten kann. Und jetzt habe ich eben meine gesamten Ratings an einem einzigen Ort. Ich habe den Teil jetzt mal für euch rausgeschnitten. Genau, und das ist eigentlich alles. Also ihr könnt das Ganze selbstverständlich nicht nur auf Metacritic benutzen. Ihr könnt das auf jeder Seite benutzen. Ihr müsst nur ein User-Skript schreiben und das kann dann damit arbeiten. Und ja, das ist jetzt nicht irgendwie KI oder sowas. KI hat mir halt geholfen, das Ding zu entwickeln und kann euch dabei auch helfen. Deswegen glaube ich, dass die Hürde gerade sehr, sehr gering ist, dass ihr eure eigenen Workflows verbessern könnt. Ihr müsst da nicht irgendwelche Magie haben und ihr müsst auch nicht mehr so krass tief im Coding drin sein und euch 10 Jahre lang irgendwie was reinballern. Das ist jetzt so einfach geworden und es ist trotzdem am Ende nicht KI, die auf irgendwas draufklickt und dann potenziell alles kaputt macht in eurem ganzen Code, beziehungsweise auf der ganzen Webseite, sondern es passiert halt das, was ihr programmiert habt. Ihr solltet allerdings durchaus ein bisschen die Grundlagen zumindest von dem Ganzen können. Und deswegen lasst uns ganz kurz zumindest noch in den Code reinschauen, den euch vielleicht ein ChatGPT oder ähnliches erstellen kann oder den ihr vielleicht dann auch selber anpassen könnt. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Ihr habt gesehen, oder ihr seht wahrscheinlich, ich habe hier schon ein paar Versionen gebraucht. Die Idee war allerdings, dass ich halt zum Beispiel den Button habe ich erst danach reingemacht. So, ihr könnt Dinge in die Konsole loggen. Das ist dann zum Beispiel, wenn ihr auf der Webseite seid, unter Entwicklerwerkzeuge untersuchen, dann landet ihr hier bei der Konsole und dann sieht man da auch am Ende das, was ich da reinschreibe. Also in dem Fall sagt man Metacritic Export Script Loaded. Und bitte gib das und das ein, um es laufen zu lassen. Ich kann allerdings auch einfach auf den Button klicken. Das habe ich aber erst danach eingefügt. Aber man kann sich da auch Informationen ausgeben lassen und dann weiß man, okay, das läuft jetzt da oder es läuft halt nicht. Anschließend habe ich eine Funktion Sleep bekommen und bin durch mehrere Funktionen durchgegangen. Also die hier zum Beispiel extrahiert das, was da drauf steht. Die extrahiert im Endeffekt den Titel und das Rating und kann das ausgeben. Der Next-Button ist im Endeffekt, damit gehe ich auf die nächste Seite. Das ist genau das hier. Und ja, das ist die Hauptfunktion, die einmal durch alles durchläuft. Und am Ende haben wir hier noch einen Button eingefügt. Und der hat einen Listener bekommen. Das heißt, wenn ich da drauf klicke, dann wird folgender Code ausgeführt. Falls ihr tiefer einsteigen wollt, das ist alles stinknormales JavaScript, das ihr in diese Website injectet. Und das ist jetzt nicht so was Besonderes. Das machen Websites ja die ganze Zeit mit euch. Aber ihr könnt jetzt eben damit auch ganz einfach eure Webseiten oder die Webseiten, die ihr häufig besucht, auch quasi automatisieren. Weswegen ich das so super hilfreich finde. Wichtig sind noch diese Meta hier oben. Ja? Hier bei Add Name, also ihr könnt das einfach wirklich 1:1 kopieren, beziehungsweise wenn ihr ein neues Skript erstellt, dann ist das auch schon, was angegeben wird. Also das steht dann da auch schon.
Und bei Name könnt ihr euer Skriptname eintragen. Bei dem Namespace tragt ihr ein, wo es überall verfügbar sein soll, beziehungsweise für welche Domains darf es überall arbeiten. Und das hier sind die genauen URLs, beziehungsweise die Websites, wo dann dieser Button zum Beispiel eingetragen wird, wo dann auch das Skript funktioniert. Und in dem Fall ja, hat mir ChatGPT irgendwie 2 Sachen ausgegeben. Die obere bräuchte ich hier nicht, aber das ist egal. Genau, und hier eine kleine Beschreibung, was es tut. Und los geht's. Grant wären Rechte, die ihr benötigt, damit es etwas tun darf. Das brauchen wir in diesem Fall allerdings nicht. Wir gehen ja einmal nur durch die Seiten durch und sammeln einmal alle Informationen. Und ja, da braucht ihr dann offensichtlich keine API mehr. Da braucht ihr einfach nur noch diesen Code und schon könnt ihr das laufen lassen. Und in dem Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Experimentieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.